Hi Leute und herzlich willkommen. Ich hoffe, es geht euch gut und es gibt mal wieder eine SBC, die es zu lösen gilt. Und wie ihr es von mir gewohnt seid, werden wir auch natürlich diese Woche wieder gemeinsam die aktuellen Top-Partien lösen. Und ich zeige euch da wie immer einen günstigen Lösungsweg. Wir bekommen hier Packs im Wert von sage und schreibe 75.000 Coins. Und natürlich müssen wir diesen Deal eingehen, denn wir bezahlen dafür gerade einmal 25.000 Coins. Und das Ganze ist sogar alles tradable, das heißt, wir können jeden Spieler und jedes Item, was wir dort drin ziehen, zu Coins machen, wenn wir es denn verkaufen wollen. Und ja, wann sollte ich diese Packs öffnen? Erst ab Freitag 19 Uhr. Dann sind neue Spezialkarten in den Packs. Aktuell ja, ist nur das Team of the Week mit drin und von daher wartet bis Freitag 19 Uhr ab und dann könnt ihr diese Packs öffnen. Einkaufszeitraum, ja, könnt ihr eigentlich jetzt schon einkaufen. Wir haben günstige Preise. Es wird aber morgen tatsächlich, wenn es nochmal eine Lightning Round gibt oder Preview Packs, dann wird es nochmal etwas günstiger. Aber das sind nur so ja, 5.000 Coins. Wie gesagt, wir bezahlen dafür 25.000 Coins. Und wenn ihr mal für einen Spieler 1,5 zahlt oder sogar 2.000 Coins, dann ist es nicht so schlimm. Achtet aber bitte darauf, nicht jeden Spieler überteuert einzukaufen. Wenn der ein oder andere Spieler mal ein bisschen teuer ist, kein Problem. Okay, dann würde ich sagen, starten wir rein mit den Top-Partien. Das Eredivisie-Duell Eindhoven gegen Utrecht. Ja, dann Hampton gegen Britain. Also, ja, und ich muss feststellen, und da werden sicherlich einige ordentlich hingefallen sein. Ich will nicht das F-Wort sagen, natürlich auf die Fresse fallen. Ja, Bayern, Dortmund, das fehlt hier. Und einige Investoren werden da sicherlich in diese Karten hinein spekuliert haben und jetzt ja vermutlich mit mehreren tausend Karten ja, in der Unassigned-Liste rumliegen haben und vielleicht müssen sie abstoßen oder sogar ja, für weniger verkaufen. Das tut mir leid, aber es war vorhersehbar, denn wir hatten erst letzte Woche Wolfsburg gegen Dortmund und es ist immer sehr unwahrscheinlich. Wir hatten schon mal die Ausnahme mit Bayern, dass sie doppelt kamen. Aber wie gesagt, das ist dann immer eher unwahrscheinlich, dass ja, dann ein Verein nochmal in den nächsten Top-Partien kommt. Okay, dann haben wir noch Benfica gegen Sporting und Roma gegen Inter und ich würde sagen, starten wir mit der ersten Partie und hier haben wir folgende Bedingungen. Eredivisie mindestens 2 Spieler, Spieler aus derselben Liga max 5, Vereine mindestens 3, seltene mindestens 3 Spieler, Teamgesamtbewertung 70 und natürlich, natürlich sind es 11 Spieler, aber auch eine Teamchemie von 70. Und wie ihr es von mir gewohnt seid, gehe ich hier einmal stillschweigend durch die Spieler durch. Ihr könnt dann das Video an der jeweiligen Stelle pausieren und euch die Spieler vom Transfermarkt erst snipen. Ihr habt dafür ganze 7 Tage natürlich Zeit bis zu den nächsten Top-Partien und dann könnt ihr diese SBC nicht mehr abschließen. Okay, ich würde sagen, wir legen los. Let's go. Und damit haben wir die erste Top-Partie gelöst und ja, hier vielleicht noch als Hinweis, natürlich kann man ja auch Bronze- oder Silberspieler mit einbauen, aber wenn ich das tue, dann kann es sein, also es liegt jetzt nicht nur an mir, aber es könnte theoretisch sein, dass vielleicht ein Silberspieler vielleicht 5.000 oder 10.000 Coins kostet und das wollt ihr auf keinen Fall dafür bezahlen. Okay, dann würde ich sagen, schauen wir uns die zweite Partie an. Hampton gegen Britain und wir haben folgende Bedingungen. Premier League mindestens 2 Spieler, Spieler aus einem Verein mindestens 3, Vereine max 6, seltene mindestens 3 Spieler, Teamgesamtbewertung 72, Teamchemie 75. Und auch hier gehen wir einmal fix durch. Let's go. Und damit haben wir auch die zweite Top-Partie gelöst. Und jetzt schauen wir uns die dritte und danach die letzte an. Und hier haben wir folgende Bedingungen. Benfica oder
Sporting mindestens 2 Spieler, Portugal mindestens 3 Spieler, pardon, seltene mindestens 2, Gold mindestens 4, Teamgesamtbewertung 74, Team Schmi 80 und auch hier wollen wir einmal fix durchgehen. Let's go! Und damit haben wir auch die dritte Partie gelöst. Jetzt schauen wir uns noch die letzte an. Und ja, die sieht wie folgt aus. Roma mindestens einen Spieler, Inter Mailand mindestens einen Spieler, Spieler aus derselben Liga mindestens 4, seltene mindestens 3, Teamgesamtbewertung 76, Team Schmi 85. Und ein letztes Mal gehen wir gemeinsam durch und dann haben wir es auch schon geschafft. Let's go! Und damit haben wir auch die letzte Top-Partie gelöst. Und ich hoffe, dass ihr was Gutes ziehen werdet. Ich zu meinem Teil, ja, ich habe die letzten Top-Partien schon bereits geöffnet. Das leider nicht auf Video festgehalten. Das hatte einfach den Grund, ja, wegen den Special-Karten. Ich wusste, dass heute nichts da ist. Und eigentlich mache ich sie auch immer auf. Aber ja, ich habe es ein bisschen verbummelt. Ich habe es dann schon geöffnet gehabt. Ja. Ihr kennt das mit der Packsucht. Da ist man dann einfach drin, wollte vielleicht noch einen Messi, einen Neymar und so weiter gerne mitnehmen, hat dann aber leider nicht geklappt, wie es zu vorhersehen war. Und deswegen gibt es heute von mir keine Packs. Wir können uns aber trotzdem noch mal kurz anschauen, was es für Content noch so gab. Wir haben hier noch einige interessante SBCs. Wenn ihr noch Benzema abschließen wollt, dann tut das. Ihr habt nicht mehr viel Zeit. Dafür ist eine Signature-Signings-Karte erforderlich, genauso wie bei diesen anderen beiden Spieler. Ansonsten, ja, habe ich heute Morgen noch nachgereicht das Momente Duo. Die Momente Duo SBC mit 2 sehr, sehr interessanten Karten. Guckt euch das gerne an. Die sind auf jeden Fall sehr günstig und man bekommt noch ein 20k-Pack. Sollte man sich überlegen, auf jeden Fall mitzunehmen. Ansonsten, ja, es laufen einige SBCs ab. Zum Beispiel der Eredivisie und hier der Liga. Also, ja, es stehen dann auch ganz, ganz viele Bottoms wieder an, also Player of the Month Spieler. Ansonsten kam heute noch eine Spielerwahl SBC raus. Könnt ihr machen, ich glaube, ich habe dazu aber eine Lösung bereits hochgeladen. Nur 24 Stunden nach Release könnt ihr das abschließen. Ansonsten, ja, es ist viel ausgelaufen, also sehr, sehr viel. Der Markt korrigiert sich und ich denke, die Futterpreise werden wieder günstiger werden. Kauft aber bitte noch nicht heute am Donnerstag ein, sondern erst zum Release des Team of the Group Stage. Ich denke, dass wir da ja einige Packs haben, die dort gezogen werden und von daher, ich denke, Futter wird noch, wenn jetzt nicht noch ganz schnell was im Code erscheinen sollte, eine Icon oder eine Hero oder wenn das noch erscheinen sollte, dann wird der Futtermarkt der SBC oder beziehungsweise die SBC-Preise auf jeden Fall noch sinken. Und ja, Futter generell noch etwas günstiger, aber danach wird es wieder steigen. Das steht eigentlich auch fest. Okay, das soll es gewesen sein. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Auch wenn es heute mal keine Packs gab. Ist ja nicht so schlimm. Dafür gibt es aber nächste Woche Packs. Denn dann haben wir wieder Spezialkarten mit von der Partie. Und ja, das soll es gewesen sein. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und wenn es das getan hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Und falls ihr es noch nicht getan habt, könnt ihr mich auch gerne komplett kostenfrei abonnieren. In diesem Sinne, reingehauen, wieder schauen. Peace.